Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Tutorial. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach eine Evaluierungsversion des Windows-Servers in eine Vollversion umwandeln können. Die Evaluierungsversion ist eine voll funktionsfähige Testversion. Sie können damit also Ihren kompletten Windows-Server einrichten und testen. Starten Sie als erstes Windows PowerShell. Um herauszufinden, welche Version aktuell installiert ist, geben Sie diesen Befehl ein. Die Version wird hier angezeigt. Mit dem folgenden Befehl können Sie prüfen, in welche Vollversion Sie den Server umwandeln können. Hier können Sie es auch schon sehen. Nun folgt der wichtigste Befehl. Jetzt wird aus der Evaluation eine Vollversion. Dazu benötigen Sie spezielle Keys. Wo Sie die finden, haben wir Ihnen in der Infobox verlinkt. Das kann einige Minuten dauern. Danach muss der Server neu gestartet werden. Nach dem Neustart können Sie in PowerShell nochmal den Befehl vom Anfang eingeben und prüfen, ob alles geklappt hat. Bei uns hat es schon mal super funktioniert. Sie müssen dabei unbedingt darauf achten, dass der Windows-Server korrekt lizenziert ist. Wie Sie herausfinden, wie viele Lizenzen Sie dafür benötigen, das haben wir Ihnen bereits in einem anderen Video erklärt. Den Link dazu gibt es in der Infobox.